what new areas of business to get into? There are a few things that we think about when we get into business. First of all, we want to know if it's successful, can it be meaningful in the context of Amazon's overall business? It doesn't have to be successful. That's okay. We don't want any guarantees that the business is going to be successful before we get into it. So it was reported this morning that Amazon will soon display a little number next to the price of each product that shows how much the Trump tariffs are adding to the cost of each product. So isn't that a perfect crystal clear demonstration that it's the American consumer and not China who is going to have to pay for these policies? I will take this since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement. This is a hostile and political act by Amazon. Es geschah vor den Augen der Welt und niemand sah es kommen. Jeff Bezos, einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt, hat soeben eine brutale Wahrheitsbombe über Donald Trump gezündet. Und die Auswirkungen sind sofort spürbar. Ging es hier ums Geschäft oder um etwas viel Tiefgründigeres? Kommentieren Sie mit 1, wenn Sie der Meinung sind, dass Bezos sich zu Recht geäußert hat, oder mit 0, wenn Sie glauben, dass Trump zu Unrecht angegriffen wird. Wir wollen genau aufschlüsseln, was gesagt wurde und warum es Schockwellen durch die Wall Street und Washington sendet. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. So this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to shore up our own critical supply chain and boost our own manufacturing here. Bevor wir weitermachen, drückt den Like-Button und abonniert die Seite. Denn das wollt ihr nicht verpassen. Lassen Sie uns gleich damit beginnen. Jeff Bezos hat keinen Bedarf an Buchverkäufen. Er hat es getan. Und er hat weitaus bedeutendere Dinge getan. Wie zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, Donald Trump auf eine Art und Weise zu meiden, die selbst Elon Musk von seiner Rakete aus mit einem Seitenblick betrachtet. Ja, das ist richtig. Bezos, der Mann, der ein Versandunternehmen aufgebaut und den Internetkauf süchtig gemacht hat, hat sich plötzlich entschieden, in den Ring zu steigen und sich Trumps schrecklicher Politik entgegenzustellen. Das ist aber nicht nur eine Kartenstrategie. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Amazon zieht die Handschuhe aus. Um ehrlich zu sein, ist es so, als würde man Bezos gegen Trump antreten sehen. Als würde man einen Schachexperten gegen jemanden antreten lassen, der Dame für ein strategisches Spiel hält. That there is a role for significant tariff revenue in U.S. fiscal policy. I think that it is something that got put away a long time ago, and I think that tariffs will bring back American manufacturing and generate substantial revenues. Bevor wir uns in den Tarifkonflikt zwischen Bezos und dem Orangenen vertiefen, sollten wir über Pam Bondi, die ehemalige Generalstaatsanwältin von Florida und Trumps persönliche Cheerleaderin am Rande des Geschehens, sprechen. Nichts schreit mehr nach ernsthaften politischen Manövern als Pam Bondi. Pam Bondis, Referenzen für alles, was mit Politik zu tun hat, sind, ehrlich gesagt, mindestens verwirrend und schlimmstenfalls urkomisch. Sie bricht dort ständig aus. Jedes Mal, wenn Trump so tun muss, als ob die jüngste Kontroverse in der Verantwortung eines anderen liegt. Bondi sollte zumindest wissen, was ein Tarif ist. Aber nein, man sollte meinen, dass sie bei all ihrer Erfahrung und der Duldung von zweifelhaftem Verhalten weiß, was ein Tarif ist. Sie ist immer noch verblüfft, warum diese Aussage ihre gesamte Karriere zu bestimmen scheint. Unbekannt. Trump antwortete, aber das ist schon okay. Over the next few weeks, many of them have already come to Washington. What President Trump is referring to is the ability for tariff revenue to give income tax relief. And I think there's a very good chance that we will see this in the upcoming tax bill. The president campaigned on no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime, and the restoring interest deductibility for autos, for American-made autos. So tariff income could be used for tax relief on all those immediately. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Beschäftigt Trump jemanden auf seiner Gehaltsliste, dessen einziger Zweck darin besteht, schneller als ein kaputter Roomba in einer Glasfabrik von der Verantwortung abzulenken? Sind ihre Verträge mit einem Bonus für Loyalität statt Vernunft ausgestattet? Da sie sich ganz sicher nicht wie echte Profis verhalten,
Lässt er vielleicht sein gesamtes juristisches Personal für die nächste Staffel von The Apprentice Gaslight Edition vorsprechen? We've seen some pretty grisly surveys this month from the Philly Fed, which saw the biggest drop since May of 2020, and the Dallas Fed, similar plunging outlook, poor shipping orders. What are American manufacturers not understanding about your push for onshoring in the U.S.? Well, I think I was in the investment business 35 years, and I learned to ignore the survey data and look at the actual data, and the actual data has been quite good. The job data is good. Americans keep spending. Kehren wir also zu Bezos zurück. Ja, In der Tat. Jeff Bezos hat sich dazu entschlossen, Trump und seine Steuern in voller Montur zu bekämpfen. Das Seltsame ist, dass Trump genau hier bei Bezos geblieben ist, während er über Steuern jammert und Scheinkriege führt. Er sieht aus wie ein Mann, der tatsächlich Einfluss hat. Die Steuern, die Zölle, all die Unruhen. Jeff Bezos schaut nicht nur zu. Wenn Sie mit dem Handel spielen wollen, sagt er, oh, beobachten Sie mich. Lowest regulation, lowest energy costs of anywhere in the world. And if you do business in the United States, you won't pay a tariff, you won't pay a price. That's not just good for companies around the world, but it's good for the American worker. That's what this team is focused so hard on every day. We have work to do. The golden age of America is underway. But as I pointed out in the beginning, there's a lot of reason for the American consumer, the American CEO, the American small business owner to be confident and optimistic about. Lassen Sie uns nun den Elefanten im Raum direkt ansprechen. Die Menschen sind davon gelangweilt. Und damit meine ich das nicht enden wollende Monopoly-Spiel, das Trump mit der gesamten Volkswirtschaft zu spielen scheint. Bitte beachten Sie die Zölle. Alle sind erschöpft, wie Sie wissen. Ich kann es sehen. Und die Wirtschaft ist sich dessen sehr wohl bewusst. Amerikaner erschöpfte Unternehmen, ermüdete Landwirte. Oh, sie sind etwas erschöpft. Sie glauben, dass jeder mit einem Lächeln im Gesicht herumläuft und bereit ist, seine Ersparnisse für importierten, teuren Stahl auszugeben, um es gleich vorwegzunehmen. Ich meine, das ganze Zollszenario ist vielleicht die dümmste Methode, den typischen Amerikaner zu bescheißen. Das Schlimmste ist jedoch, dass der Milliardär Nummer 2 hinter Musk im weltweiten Wettbewerb um den reichsten Mann absolut kein Interesse daran hat, beides zu sein. Jeff Bezos, nein. Bezos ist zu dem Schluss gekommen, dass er derjenige sein wird, der diesen Kreislauf durchbricht, wenn es überhaupt jemand anderes tun wird. Wenn jemand Trump mit Zöllen konfrontieren und eine Botschaft senden könnte, dann derjenige, der einen großen Teil des Online-Einzelhandels und des Versands kontrolliert. Bezos ist in der idealen Position, um zu sagen, ihr wollt Zölle? Ihr wollt alles auf Teufel komm raus besteuern. Und alle, ich werde es mit einer Amazon-Lieferung regnen lassen, die ihr nicht einmal nachvollziehen könnt. Caroline said, we have these incredible commitments to bring manufacturing back on shore with record investment by domestic corporations and foreigners who want to come into the U.S. Stellen Sie sich das vor, auf einem Haufen Geld sitzend, zeigt Bezos lässig mit dem Finger auf Trump und sagt, ja, Ihre Zölle sind nett. Aber mal sehen, wie sich Ihre Wirtschaft fühlt, wenn ich Ihre Lieferkette manipuliere. Wer sonst ist in einer besseren Position als Bezos, um Trumps Agenda zu durchkreuzen? Jeff Bezos ist eine große Wirtschaftsmacht. Denn die Menschen haben es schon jetzt eilig, ihre täglichen Lieferungen zu bekommen. Versuchen Sie zuerst, Amerika nicht pleite zu machen, wenn Sie wollen, dass es wieder großartig wird. Natürlich wird Trump darauf reagieren, indem er alle möglichen Leute, außer sich selbst, beschuldigt, wenn Bezos diese politische Sphäre betritt. As you know, which we talked about, and the president continues to be engaged with his fellow leaders around the world in the European Union. You've seen many of them visit the White House. I want to harp on, in closing, the point the secretary just made. On the campaign trail, the president promised the American public that he was going to make America the best country in the world to do business. Wenn sich die Dinge zum Schlechten wenden. Tatsächlich ist Trumps Expertise ein Pocahontas-Manöver. Das heißt, er wirft mit Anschuldigungen um sich wie ein Fünfjähriger, der in einem Wutanfall mit Bauklötzen wirft. Aber genau hier liegt das Problem. Dies ist kein Spiel, das Bezos mit Trump zu spielen braucht. Wenn es um Zölle geht, hat Trump hier einen Wutanfall. Währenddessen sitzt Bezos in der Wolke von Amazon und überlegt vielleicht, ob er das Wort Politiker in seinen Lebenslauf aufnehmen soll oder nicht. Was bedeutet das für Trump? Nach Ansicht von Bezos sind die Zölle ein Witz. Und die Wirtschaft erhält einen Schlag ins Gesicht. Das Einzige, was Trump wirklich gelingt,
ist, dafür zu sorgen, dass seine Fans sich entweder über ihn empören oder verwirrt sind über das, was er tut. Was ist nun der nächste Schritt für Bezos? Er macht nicht nur weiter, sondern beginnt auch, Macht zu erlangen. Jedes Mal, wenn Bezos etwas liefert, oder jedes Mal, wenn eine Amazon Prime Box bei Ihnen zu Hause eintrifft, wird Ihnen vor Augen geführt, dass der Mann, der für all das verantwortlich ist, gerade genug Macht haben könnte, um Trump in Schach zu halten. I wouldn't think that we would have supply chain shocks, and I think retailers they have managed their inventory in front of this. You know, I speak to dozens of companies, sometimes daily, but definitely weekly, and you know, they know that President Trump is committed to fair trade and have planned to. Sprechen wir über die Tatsache, dass Amazon ein wahrer Gigant ist. Die Art von Unternehmen, die nicht einmal versuchen muss, Trump zu schlagen. Lassen Sie uns darüber sprechen. Es hat die Aufgabe bereits erledigt. Haben Sie den Eindruck, dass Jeff Bezos seine Entscheidungen über den Versand davon abhängig macht? Was Trump denkt? Ganz und gar nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass die Zölle immer absurder werden, ist es wahrscheinlich, dass Bezos seine Geschenke mit einem kleinen zusätzlichen Augenzwinkern an die Wirtschaft verschickt. Obwohl Bezos die Möglichkeit hat, die Verbraucher noch mehr für lebenswichtige Dinge zahlen zu lassen, sendet er auch eine Botschaft. Schauen Sie mir bei der Arbeit zu. Wenn Sie sich an politischen Manövern in Bezug auf die Wirtschaft beteiligen wollen, ich werde nicht nur dafür sorgen, dass alles teurer wird, sondern Sie werden es nicht einmal bemerken. So it was reported today that Amazon was going to start showing tariff charges on all the products they sell on the website, sort of in a form of like a tax underneath the total price, until the White House had like an emergency press conference and absolutely went nuclear on Jeff Bezos and the entire company of Amazon. I mean, Caroline Leavitt literally called Jeff Bezos a Chinese propagandist and said that this is a hostile and political. Während Trump also weiterhin wie ein wütendes Kind im Sandkasten herumtrampelt, gibt Bezos hier draußen Botschaften ab, die in Bezug auf Zölle nicht gerade subtil sind. Die Vorstellung, die Trump vom internationalen Handel hat, ist in etwa so aktuell wie das Telefon, das er für die Idee von ADS Bezos benutzt hat, bei der es um Innovation, Marktmacht und tatsächliche Auswirkungen geht. Er ist nicht nur wohlhabend, sondern auch ziemlich erfolgreich. Er ist reich in Dingen, die wirklich von Bedeutung sind. B. In der Lage zu kontrollieren, wo man seine Waren kauft, wann man sie kauft und wie viel man bereit ist, dafür auszugeben. Und er ist reich in Dingen, die wirklich zählen. Es wäre eine Schande, die hervorragende Pointe zu übersehen. Wenn Bezos und Musk sich in dieser Angelegenheit endlich einigen, ist die eigentliche Frage, was dann passieren wird. Zum Beispiel, wenn Musk das nächste Mal sagt, lasst uns zum Mars fliegen. Die Chancen stehen gut, dass Bezos ihm gerade ins Ohr flüstert, ja, aber bevor wir abheben, sollten wir unsere Zölle klären. Die beiden konkurrieren miteinander, um der reichste Mann der Welt zu werden. Wenn sie nicht gerade versuchen, Planeten zu kolonisieren, erinnern beide Trump auf subtile Weise daran, dass sie den Globus oder zumindest die Wirtschaft der ganzen Welt im Griff haben. They're playing to a different audience, so I'm not going to get into the nitty-gritty again of who's talking to whom. But as I said, I believe for the Chinese, these tariffs are unsustainable. Hinter Jeff Bezos steckt mehr als nur ein Spiel. Die Tarife werden von ihm festgelegt. Ich bitte Sie, was Bezos betrifft, so ist Trump völlig überfordert. Hier ist die Botschaft ganz offensichtlich. Seien Sie auf eine Konfrontation mit Bezos vorbereitet, wenn Sie sich mit den großen Jungs anlegen wollen. Am besten ist es, wenn du vorbereitet erscheinst. Obwohl er bereits im Ring steht, kommt hier der humorvolle Teil zum Tragen. Trump ist so sehr in seinen streng geheimen Handelskrieg vertieft, dass er praktisch ganze Industrien vernichtet. Seine sogenannten Schnäppchen kosten amerikanische Landwirte, Unternehmen und Verbraucher Milliarden von Dollar. Er sucht nicht nur nach Gründen, um Steuern auf Dinge zu erheben, die die Menschen zum Überleben brauchen, wie Sojabohnen und Stahl, sondern auch nach Gründen, um solche Zölle zu erheben. Und wie lautet seine Antwort? Setzen Sie Ihre Reise fort. Sie haben es richtig verstanden. Der Einzelne hat keine Strategie. Das Einzige, was Präsident Trump im Moment zu bieten hat, sind weitere Zölle, die zwar groß und schön sind, aber ungefähr so effektiv wie ein Gummiband, das einen Güterzug aufhält. Während dieser Zeit sitzt Jeff Bezos höchstwahrscheinlich bei einer Tasse Kaffee da und beobachtet alles, was passiert. Es ist ganz klar, dass er bereits triumphiert hat.
Diese Person am Pokertisch ist eine gute Analogie für ihn. Wo ist die Person? Da er einen Royal Flush hat, während alle anderen versuchen, mit ihren 50 Cent zu bluffen? The Chinese continue to say that the U.S. and China are not engaged in any consultation or negotiation on tariffs. You recently said you've talked to your counterpart, but more about, quote, traditional things like financial stability. So can you clarify, is the administration talking to Beijing specifically about tariffs or not? Well, we're not going to talk about who's talking to whom, but I think that, over time we will see that the Chinese tariffs Bezos are ist derjenige, unsustainable for der China. hinter den Kulissen die Fäden in der Hand hält, während Trump sich zum Gesicht der wirtschaftlichen Katastrophe macht. Aber das muss man ihm lassen. Bezos verfolgt einen langfristigen Ansatz. Und er tut dies auf modische Art und Weise. Wenn es darum geht, die Welt seinem Willen zu unterwerfen, muss er nicht einmal ins Schwitzen kommen. Der Präsident der Vereinigten Staaten versucht gerade, die Medien auf sein jüngstes Zollchaos aufmerksam zu machen. Mit einer lässigen Einstellung versetzt Bezos Amazon in die Lage, das dominanteste Unternehmen im internationalen Handel zu werden. Wenn ich das sage, meine ich, dass wir über eine Person sprechen, deren Firma bereits ein gewaltiger Konkurrent ist, und er will uns ein Beispiel geben. Der Amazon Prime Day ist eine gute Idee. Fast die gesamte Wirtschaft kommt dadurch zum Stillstand. Da Bezos uns bereits darauf konditioniert hat, einzukaufen, bis unsere Bankkonten schreien, fragt niemand mehr, ob er noch ein weiteres Produkt kaufen soll, das er nicht braucht. Die von Trump verhängten Zölle hingegen sind ein äußerst unangenehmer und peinlicher Wirrwarr, mit dem niemand so recht umzugehen weiß. Gewiss, es wird erwartet, dass der Handelskrieg China schaden wird. Doch das Einzige, was darunter leidet, ist die amerikanische Bevölkerung. Für die Unternehmen ist die Lage schwierig. Die Hersteller verlassen die Vereinigten Staaten. Und die Landwirte sind so entmutigt, dass sie in ihre Maisfelder schluchzen, weil sie ihre Produkte nicht mit Gewinn verkaufen können. Aber hey, zumindest bekommt Trump seine 15 Minuten Ruhm, wenn er spricht. Traurigerweise werden diese Minuten damit verschwendet, nichts zu lösen. Very large numbers over the past few days that show if these numbers stay on, Chinese could lose 10 million jobs very quickly. And even if there is a drop in the tariffs, that they could lose 5 million jobs. So remember that we are the deficit country. They sell almost 5 times more goods to us than we sell to them. So the onus will be on them to Da Bezos das Spiel jedoch bereits beherrscht, muss er keine Anpassungen vornehmen. Sobald Trump begreift, dass Zölle in etwa so wirksam sind wie ein Verband für eine Schusswunde, wird er seine Entscheidung bereits getroffen haben. Es ist wahrscheinlich, dass Bezos bereits ein Monopol auf dem Markt für alles hat, was sie sich jemals wünschen könnten. In diesem Zustand werden sie nicht einmal in der Lage sein, ihm zu entkommen. Bleiben Sie ruhig. Versuchen Sie, etwas zu kaufen, das nicht auf Amazon erhältlich ist. Trauen Sie sich nicht. Anders ausgedrückt, wir schreiben das Jahr 2025 und die Menschen haben praktisch für alles ein Abonnement bei Amazon. Sie können ihre Lebensmittel, ihre Elektronik, ihre Windeln, ihr Toilettenpapier und sogar ihr Leben von Bezos Drohnenarmee innerhalb weniger Stunden geliefert bekommen. Das alles ist möglich. Es ist, als hätte der Mann ein Imperium aufgebaut, indem er gleichzeitig die Rolle des Königs und des Liefergottes übernimmt. Nehmen wir uns außerdem einen Moment Zeit, um die praktischen Aspekte dieser Situation zu erörtern. Wenn sein Leben davon abhinge, wäre Trump nicht einmal in der Lage, eine Papiertüte zu organisieren. Bezos hingegen ist im Besitz eines Liefersystems, das rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr in Betrieb ist und über viele Kontinente hinweg mit einer Genauigkeit funktioniert, die eine Schweizer Uhr neidisch macht. Wenn Sie einen neuen Fernseher oder einen neuen Satz Golfschläger brauchen, hat Amazon alles, was Sie brauchen. Amazon lässt Sie nach einem Buch suchen, von dem noch nie jemand etwas gehört hat, das ein seltsames und obskures Buch ist. Wie wäre es damit? Sie finden es auf Amazon. Das Beste daran ist, dass sie nicht einmal ihr eigenes Zuhause verlassen müssen. Währenddessen verbringt Präsident Trump seine Zeit damit, Zölle anzuhäufen und hofft, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten nicht merken, dass ihr Leben als direkte Folge seines Handelns teurer wird. Trump soll Bezos auch gleich angerufen und gesagt haben, das ist das hier. Ich glaube nicht, dass ich das im Radio wiederholen kann.
Ich bin mir sicher, dass Trump darüber nicht glücklich war. Und Caroline Leavitt hat sich heute Morgen ebenfalls geäußert und gesagt, dies sei ein feindlicher politischer Akt. Wenn das passiert. Und wissen Sie was? Amazon hat gesagt, nein, so etwas würden wir uns nie träumen lassen. Nun, Clay, wenn Sie sich nicht sofort geäußert hätten, wäre die Geschichte den ganzen Tag lang, oh mein Gott, Amazon, die Zölle, bla, bla, bla. Sie gehen sofort darauf ein und lassen nicht zu, dass diese Dinge an die Öffentlichkeit gelangen. Doch Bezos hat es geschafft. Was Sie verstehen müssen, ist, während Trumps Aufmerksamkeitsspanne geringer ist als die eines Weinvideos, ist Bezos damit beschäftigt, Milliarden von Dollar zu verdienen, indem er die Erfahrungen seiner Kunden verbessert. Sie haben völlig recht, weil es so einfach ist. Strömen die Leute zu Amazon. Es geht wirklich schnell. Und seien wir doch mal ehrlich, es ist nicht möglich, davon wegzukommen. Bezos gewinnt allmählich die Kontrolle über alles. Und er tut es mit einem Grinsen und einem erstklassigen Abonnement. Und das, während Trump auf dem Kriegspfad ist, seinen Handelskrieg gegen China führt und für politischen Aufruhr sorgt. Was genau ist die Lehre daraus? Dass Jeff Bezos ein echter Konkurrent für Donald Trump ist, hat Trump nicht einmal geahnt. Vergessen Sie das Tragen von Anzügen und die Teilnahme an Sitzungen im Sitzungssaal. Bezos sorgt auf die unauffälligste und effektivste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Mit einer Geschäftsstrategie für Furore, die Trumps traditionelle Vorgehensweisen schnell übertrifft. Zölle sind ein Thema aus der Vergangenheit der Wirtschaft. Er ist derjenige, der für die Zukunft des internationalen Handels verantwortlich ist. Und wenn Trump sich weiterhin auf solche Spielchen einlässt, wird er in diesem Wettbewerb der reichsten Männer der Welt nur noch ein Relikt sein. Wenn es um Trump geht, spielt Bezos auf Zeit. Wie es aussieht, ist er immer noch nicht in der Lage herauszufinden, wie man eine Mauer aus Zöllen mit Zöllen bauen kann. Viel Glück, Donald, dabei. Was denken Sie also? War es mutig von Jeff Bezos, sich gegen Trump auszusprechen? Oder sollten sich Milliardäre aus politischen Feuerstürmen heraushalten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video die Augen geöffnet hat, liken, subscriben und teilen Sie es, damit die Diskussion weitergeht.